Diese Woche findet die Leipziger Buchmesse 2025 statt. Das Paradies für Buchliebhaber. Passend dazu gibt es heute 5 ultimative Buchempfehlungen für Serienjunkies. Perfekt für alle, die zur Messe ihren Stapel ungelesener Bücher noch weiter stapeln wollen. Der Fokus liegt dabei auf leichter, unterhaltsamer Belletristik. Let's go! Wenn ihr die 11 Staffeln The Walking Dead sowie die vielen Spin-Offs basierend auf der originalen The Walking Dead Comic-Reihe von Robert Kirkman durchgesuchtet habt und dystopische Überlebenskämpfe spannend findet, dann braucht ihr den Klimathriller Dry von Neil und Jared Shusterman. Hier gibt es zwar keine Zombies, aber dafür eine Katastrophe, die fast noch erschreckender ist, wenn plötzlich kein Wasser mehr vorhanden ist. Nicht heute, nicht morgen, niemand weiß wie lang. Ich finde, das, was The Walking Dead so erfolgreich macht, ist nicht nur das Szenario der Zombie-Apokalypse, sondern wie verschiedene charakterstarke Protagonisten mit dieser Situation umgehen und was mit dem System, der Gesellschaft bzw. der Zivilisation passiert, wenn so eine große Katastrophe geschieht. Genau wie bei The Walking Dead geht es in Dry ums Überleben, um moralische Entscheidungen, Bündnisse, Machtkämpfe, Gruppendynamiken und um Leute, die in Extremsituationen entweder Helden oder komplette Psychos werden. Die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven in Ich-Form erzählt. Im Zentrum stehen 5 Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen. Die Handlungen sind wirklich sehr logisch und durchdacht. Im Vergleich zu The Walking Dead finde ich Dry fast noch erschütternder, einfach weil das Szenario so realistisch ist. Ich kann euch versichern, dieses Buch bleibt euch noch lange im Gedächtnis. In Pretty Little Liars geht es um eine Clique, die einst wie Pech und Schwefel zusammenhielt. Doch sie lebten sich auseinander, als die Anführerin der Gruppe eines Tages spurlos verschwand und mysteriöse Dinge geschahen. Drama, Intrigen, Lügen, Konflikte, Glamour, das macht die Serie aus. Es ist ja selbst schon eine Buchverfilmung, aber wie wäre es mit Pretty Little Liars in der Zukunft? Dann schaut mal bei Beautiful Liars von Katharine McGee vorbei. Die Buchreihe wird auch direkt vom Verlag für Fans von Pretty Little Liars empfohlen. Beautiful Liars spielt in einem riesigen, futuristischen Wolkenkratzer, in dem die Elite lebt. Die Geschichte ist aus Sicht von 5 Jugendlichen geschrieben, die eine Clique bilden. Sie feiern eine rauschende Party, einer von ihnen wird in den Tod stürzen, ein anderer zum Mörder werden. Bis zum Schluss weiß man nicht, wer es ist. Natürlich ist auch hier alles in Geheimnisse, Lügen und Intrigen verstrickt. Ich kann mich jetzt noch Jahre später an die Grundstory erinnern, weil die Kombination mit dem Worldbuilding so einprägsam ist. Spannende Themen wie Designer-Babys spielen da zum Beispiel am Rande auch eine Rolle. Für Fans von Pretty Little Liars ist Beautiful Liars wirklich perfekt. Wenn du The Vampire Diaries für seine dramatische, einprägsame und leicht kitschige Love Story sowie seine vielseitigen Charaktere liebst, dann könntest du zuerst die Buchreihe zur Serie lesen. Hier gibt es wohl auch einige inhaltliche Unterschiede. Oder du entscheidest dich für die Covenant- und Harbinger-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Im Deutschen Dämonentochter und Erwachen des Lichts bzw. Götterleuchten. Hier erwarten euch zwar keine Vampire, aber dafür griechische Gottheiten und Dämonen. Die Geschichte Dämonentochter ist aus Sicht der 17-jährigen Alex geschrieben, einer starken, schlagfertigen und vielleicht auch etwas dickköpfigen Hauptprotagonistin, die man sofort ins Herz schließt. In Götterleuchten begleitet man die eher ruhige, herzliche und mutige Josie. Der Schreibstil ist flüssig, bildhaft, emotional und humorvoll. Jennifer L. Armentrout könnte wahrscheinlich sogar eine Einkaufsliste schreiben und man würde es lieben. Es enthält ähnlich wie bei The Vampire Diaries übernatürliche Gegenspieler und spannende Kämpfe. Der Grund, weshalb The Vampire Diaries Fans diese Buchreihe besonders mögen könnten, ist die Lebensgeschichte und der Protagonist Seth, der als einnehmender und leicht eingebildeter Charakter sehr an Damon Salvatore erinnert. Nicht unbedingt im Look, aber sehr in der Persönlichkeit und der Charakterentwicklung. In der Serie Once Upon a Time werden Grimms Märchenfiguren von Schneewittchens böser Königin in unserer Welt gefangen gehalten. Sie haben vergessen, wer sie sind. Und Emma Swan aus Boston steht plötzlich mittendrin. Wer diese Serie mochte, liebt mit Sicherheit auch andere moderne Märchenadaptionen, wie zum Beispiel die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Cinderella ist ein Cyborg und Rotkäppchen kämpft gegen eine böse Weltraumkönigin. Ja, das passiert hier drin wirklich. Bekannte Märchen werden in eine fantastische Science-Fiction-Welt der Zukunft verlegt. In jedem Band gibt es zusätzlich eine süße Liebesgeschichte im Disney-Stil.
Als Märchen- und Sci-Fi-Fan wird man diese Reihe verschlingen. Zoo oder Zoo ist eine Serie, übrigens auch eine Buchverfilmung, in der Tiere plötzlich beschließen, dass sie genug von uns Menschen haben. Überall auf der Welt sind Tierattacken zu beobachten. Es scheint, als hätten die Tiere im Zoo genug von der Gewalt, Erniedrigung und Dominanz der Menschheit und verbündeten sich gegen sie. In der Geschichte werden verschiedene Figuren begleitet, die das Ganze erforschen und versuchen, ein Heilmittel herzustellen. Die Themen Moral und artgerechte Haltung werden hier indirekt immer wieder aufgegriffen. The Cage von Megan Shepherd dreht das ganze Konzept einmal um. Hier werden einige Menschen zu den eingesperrten Versuchskaninchen. Sie wachen mitten in einer merkwürdigen Umgebung mit einer Wüste, einer arktischen Tundra und einem Meer nebenan auf. In dieser Form dürfte dieser Ort, rein wissenschaftlich betrachtet, gar nicht existieren. Sie wurden offensichtlich entführt und werden nun gefangen gehalten. Aber von wem? Ich habe hier das englische Buch, es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Es ist vielleicht an manchen Stellen etwas langatmig, aber der geniale Plot-Twist am Ende reißt das alles raus. Ich habe noch einige weitere Bücher auf meiner Liste, die aber leider nicht alle in dieses Video passen. Es wird also demnächst einen zweiten Part geben, schaut dann also gerne vorbei.